Hauntify MR ist eine experimentelle Augmented oder Mixed Reality Anwendung für die Quest. Für $4,99 kann man sie aktuell bei SideQuest kaufen und ist laut Entwickler auch bald im App Lab erhältlich. Was passiert hier? Kurz gesagt, wir bauen unsere Wohnung oder einen anderen Ort nach und lassen uns von verschiedenen Spukgestalten jagen. Mehr passiert eigentlich nicht. Aber diese Idee hat mich sofort fasziniert. Hauntify MR nutzt die an sich schon irgendwie gruselige Pass-Through-Ansicht der Quest und spawnt Geister und Sammelgegenstände, sogenannte Relikte. Das Startmenü bietet euch eine komplette englische Anleitung. Der Einfachheit halber kann man sich aber auch das Tutorial-Video aus der Beschreibung bei SideQuest ansehen. Nun wählt man die Größe des Ortes und kommt in das Baumenü, welches simpel gehalten und übersichtlich ist. Ihr klebt euch ein Kreuz auf den Boden als festen Ankerpunkt. An diesem wird das gesamte Konstrukt ausgerichtet. Die Berührung mit dem linken Controller wählt die Elemente aus. Der rechte Controller kann sie tragen, drehen und ziehen. Wände, Vierecke, Säulen, Böden und Schrägen kommen in jeweils 3 Größen und so sollte man grob seine Umgebung nachbauen können. Inklusive Treppen und weiteren Stockwerken wohlgemerkt. Mit den sogenannten Modifiern kann man die Elemente noch zusätzlich kippen, drehen oder löschen. Wem das Drahtgitter nicht gefällt, kann auch aus ein paar einfachen Texturen wählen. Nichts davon sieht man aber später im Spiel. Der Witz ist, dass auch die Monster durch eure Wohnung navigieren müssen und man sie hinter den vorhandenen Wänden nicht sieht. Ich baue jetzt erstmal alle Räume der Wohnung nach. Ein Boden ist auch wichtig, sonst fallen die Figuren ins Nichts. Ich finde das Bauen eigentlich gut gelöst. Man kann auch das Menü mit sich herumtragen, um nicht für jedes Element dahin zurücklaufen zu müssen. Schwierig sind natürlich Türen, denn es sind einfach nur große Lücken in den Wänden. Diese Tür ist geschlossen, die Wäsche hängt auf der anderen Seite. Man kann Monster und Relikte aber dennoch sehen, weil ich dort eine Lücke gelassen habe. Treppen sind kniffliger und erfordern mehr Zeit und Kreativität. Am Ende ist es ganz wichtig, das Programm einmal zu beenden, bevor man auf Weiter drückt. Sonst wird das Konstrukt nicht gespeichert. Jetzt noch die Spawnpunkte für Geister und Relikte verteilen. Diese werden leider nicht gespeichert, man muss sie bei jedem Start von Hauntify neu setzen. Eigentlich ärgerlich. Jetzt beginnt der Spaß. Die Wohnung wird abgedunkelt und eine standardmäßige Taschenlampe bringt Licht in die Finsternis.
Schaurige Klänge sorgen sofort für eine angespannte Atmosphäre. Geister und Relikte erscheinen zufällig an einem der gesetzten Spawnpunkte. Die Gruselgestalten lassen einem wirklich das Blut in den Adern gefrieren. Sie laufen dir eine Weile nach. Aber beim Wegrennen bitte aufpassen. Türen und andere einfarbige Objekte erscheinen im Pass-Through-Bild manchmal wie offene Wege. Weglaufen ja, aber bitte vorsichtig. Das gilt besonders, wenn ihr eure Freunde oder Familie auf diese Gruseltour schickt. Hier sieht man aber auch die Schwächen von Hauntify. Alles passiert nach dem Zufallsprinzip. Diese Zombiefrau und die Krankenschwester sind nur 2 von 4 Geistern, die mir bisher begegnet sind. Mein Mitbewohner sah einmal einen Kriecher und hat sich sehr erschreckt. Den Kriecher konnte ich leider nicht auf Film festhalten. So ist das eben mit Geistern. Sie verhalten sich auch nicht besonders schlau. Also, es ist wirklich noch etwas experimentell. Wird man von einem Geist gepackt, landet man wieder im Menü. Die Relikte sollen die Geister angeblich etwas im Zaum halten. Auch scheint es eine Art Belohnungssystem für die Relikte zu geben, aber irgendwie habe ich davon noch nicht viel gemerkt. Insgesamt für $5 eigentlich eine feine und vor allem gruselige Sache mit ordentlich Luft nach oben. Updates wurden versprochen, wir dürfen gespannt sein. Ich vergebe 5 von 10 Punkten. Eisen out und zurück zu Sascha.